Willkommen bei Road Eye. Ich bin Julian und zusammen mit meinem Kameramann Guy sind wir gerade unterwegs in Reykjavik, der Hauptstadt Islands. Und heute wird es heiß. Also ich meine sehr heiß. Wir schauen uns heute den einzigen und aktiven Vulkan im Moment in Island an, den Fagradalsfjall, welcher in letzter Zeit sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Nun mag man meinen, dass es eine sehr einmalige Chance im Leben ist, sich einen aktiven Vulkan anzuschauen. Dem ist aber nicht so, denn auf der Welt sind durchschnittlich immer um die 20 Vulkane aktiv und da ist die Chance doch recht gut, sich mal einen anzuschauen. Was den Fagradalsfjall aber so besonders macht, ist, dass es der erste Ausbruch auf der Reykjavik-Peninsula seit über 800 Jahren ist. Näheres schauen wir uns später mit einer Expertin an. So, jetzt wird mir aber doch ein bisschen kalt. Jetzt schauen wir doch mal, ob man sich an dem Vulkan ein bisschen besser aufwärmen kann. Der wahrscheinlich vollste Parkplatz, den wir in Island je sehen werden, aber auch aus gutem Grund. Hinter mir ist ein Berg und von dem raucht es auch schon ein wenig. Und es ist nicht nur irgendein Gesier oder so, der da dampft, sondern aktuell kann man hier einen aktiven Vulkan bestaunen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg, das ist gut ein 2 Stunden Weg bis dahin. Und auf der Spitze wartet schon Thora auf mich, eine Geologin, die mir auch ein bisschen genauer erklären kann, was es mit dem Vulkan so auf sich hat. The mantle is like a dough. It's not completely stone, it's not completely melted. The lava coming up here is basalt, but with a very high level of some chemicals which represent a lower level in the mantle. What we see in Reykjanes Peninsula from that example is the long-lasting eruptions of, we call it dyngja, which is just like erupting for years, decades, hundreds of years, that it just keeps coming up, and you can see the volcano would be like very low because it goes so far from the edges. So some of them say it will be a very long-lasting eruption. But you can see it is lifting it up. It's still on the move. It's not just hot. It's on the move underneath. That's why you can hear it. The crater is not feeding it. It's the fountain of the crater that's feeding all this flow. That is crazy. So this field is huge. On the other side, we have this as well. So yeah. And we call it very small eruption. It's tiny, but still. We're standing on the hill with all the equipment from, like all the material from the volcano, so we know it can actually go over us, but people don't realize. They sit here and they don't realize that it actually could get very explosive at one point and put it all over you. I mean, yeah. And now it's starting again. See, it's very, very cute. It tells you it's starting. It's like, be prepared. And then it goes up. Oh, what was the feeling when it just opened? Can you describe that? No, I was just so amazed. I was so happy. I was just like, it wasn't like this. It wasn't pulsing. It was just like coming out, like bubbling in the middle of the lava.
but see the orange colors coming up. First that we just saw steam, and then the magma came. I can't describe it. I'm a geologist. It's a geologist's dream to see something like this just born. So this is my baby. It's a very powerful baby. Yeah, a little over 1 month. I did both my bachelor thesis and my master thesis on Reykjanes Peninsula and volcanism. And now it's starting. I'm just like, I feel like I'm the right woman in the right place, like in the right time. This system, Fagradalsfjall, hasn't erupted for 8,000 years. Okay. Yeah. Is that long for Icelandic volcano? Yeah. Yeah, it is 8,000 years. Like the last fires, and we call it fires. And Reykjanes Peninsula was ended in 1341. Then we have like huge eruptions like Laki. That was 27 kilometers fissure row, like rows of volcanic craters. If you take the last 100 years, it is eruption every 2.53 years. So seeing a volcano erupt in Iceland is not that like, whoa, have you seen a volcano? In the total we have had a lot of openings. They always called this 1 and 2 because it was actually 2 opening inside 1 craters. And that was like 6 of them opening it in that area, but then some of them stopped and this one took over. I called her Stritan before, but it doesn't look like that anymore because it was so high and very beautiful shaped. See the gas coming up now. Every time it erupts, everyone gets quiet. That's so amazing, actually. Yes. It's like giving you warnings, like, oh, now it's time to shut up. Should we walk back or? Yeah, maybe just head back. We'll come back anyways. Yes. Wir verbrachten einige Stunden dort oben. Doch das Gefühl lässt sich schwer beschreiben. Man muss es einfach selbst gesehen haben. Es wurde Zeit aufzubrechen, denn auf der Insel Vestmannaeyjar wollten wir uns noch einen weiteren Vulkan anschauen und dort eine isländische Spezialität selber ausprobieren. Wir haben es jetzt hier auf die Fähre geschafft. Da hinten ist die Insel. Und weißt du, was das Geile ist an diesem Boot? Es ist ein Elektroboot. Also, und es ist ultra ruhig. Sehr beeindruckend. Sehr cool, sehr vorbildlich. Aber es schwankt genau gleich wie auf der Fähre. Flashback. Eigentlich sogar noch ein Weg.
knapp zum Camp kommen. Es ist schon fast Mitternacht, so bald. Wir backen jetzt Brot. Zumindest rühre ich jetzt einen Teig an. Wir haben zwar keinen Ofen, selbst hier nicht in der Küche. Wie das funktioniert, das erkläre ich dann gleich. Wir backen heute im Vulkan. Der Erdfell ist hier 1973 erst komplett neu entstanden und hat diese Insel hier um einiges vergrößert. Wenn man hier schon 1 Meter runterbuddelt, haben wir schon eine Temperatur von ungefähr 470 Grad. Das langt schon sehr gut, um ein bisschen Brot zu backen. Wir sind nicht ganz so gut ausgerüstet, aber mit so einer kleinen Schaufel sollte man auch ein bisschen weiterkommen. Und ein halber Meter müsste reichen. Hier direkt unter dem Felsen ist es schon wirklich warm. Also hier sind sicher schon 35 Grad oder so. Und sobald man hier ein bisschen runterbuddelt, wird das nur noch wärmer. Also das ist schon wärmer, ja. Ah, ja. Also es geht so an die Richtung heiß. Also ich würde jetzt schon sagen 60 Grad. Oh. Da. Ui. Wird's nochmal heiß? Mhm. Es wird heißer. Die Steine kann man langsam wirklich nur noch ganz kurz anlängen. Und es ist allgemein heiß. Wohlgemerkt haben wir so 2 Grad draußen. Ja. Ich würde es langsam probieren, indem wir ihn so drauf tun, Topf rein und nachher der obere, so dass er die heiße Luft, die von der unten raufkommt, abfängt. Ja, dann machen wir es mal. Dann tue ich es mal rein. Das Loch ist wieder zu. Ich stelle mir jetzt noch einen Timer, dass wir das definitiv nicht vergessen. Ich stelle ihn jetzt erstmal auf 12 Stunden. Dann würde ich sagen, Zeit läuft. Und dann haben wir vielleicht morgen Mittagessen. So, gehen wir wieder runter, pennen gehen und dann morgen wieder irgendwie hier hochklettern. Stunden später stehen wir jetzt wieder genau am gleichen Ort. Ob das jetzt das wird, das werden wir gleich sehen. Aber erstmal müssen wir den Topf wieder ausbuddeln. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich nehme das Brot jetzt raus. Oh, ich bin so gespannt. Aber es riecht wirklich nach Brot. Und der Topf ist richtig heiß. Es sieht anders aus. Es ist fest! Oh mein Gott! Au! Ah, es ist heiß! Ja, es ist fast durch. Vielleicht jetzt noch 1, 2 Stunden, aber. Oh, das riecht gut. Icelandic Bread. So richtig komisch.
Nach unserer kulinarischen Brotmahlzeit machten wir uns wieder zurück zum Vulkan. Diesmal mit mehr Zeit zum Genießen. Auf dem Weg dorthin trafen wir nochmals Thora, welche uns einen anderen Typ eines Vulkans zeigen wollte. Before the eruption in Heimaey, people didn't completely believe in the plate tectonics. We only had two to measure earthquakes sensors, two of them. Do you know how they measure it? No, actually no. No, it's different waves they measure. That's how they find out the location, like how far is it from you. But they don't find the exact location. So this one measured, it was from this distance, then you can put a circle around it. And this one did that as well. And with the two locations. Yeah. One was a known volcano in the middle of the highlands, and one was Heimaey. And people didn't believe in the plate tectonics, so they thought it was the volcano. Surtsey erupted 10 years before that. So when it started erupting, they saw that it was plates, like, yeah. And it was kind of like truth-telling, like, and we have plate tectonics. My supervisor always said that we were coming to an end of an era, the peace and quiet of the 800 years window. So now we're opening up a new era, and actually maybe for the next 500 years you can come to Iceland always to see eruptions. And this area here in Krýsuvík, this lake, and there's another lake you will see, this is the area where we actually could have explosive activity because of the water. So if the magma in Krýsuvíkurkerfið would come up here, we could actually have explosive activity, not just the touristy. Makes it this place so special for geology-wise. Fire and ice. You have everything. Because we have totally different landscape, and I mean, you can experience the nature without people or without the influence of people. That's the reason, I think. Cool, thank you very much for the long conversation. You're very long. We had a great time with you. Thank you, you too. It's amazing that you're coming here to do something like this. It was amazing you answered so quickly. I love outreach. I love explaining. That's why I do it. Schon faszinierend. Wenn eins dort oben, dort geht's. Irgendwie geht der Krustel durch wie so ein Kanal irgendwie. Da geht es einfach so Kilometer weit einfach runter. Und irgendwann kommt dann sowas raus und dann blub und dann hast du hier so eine Eruption. Das ist schon
crazy. Ja. Und alle warten irgendwie, dass es wieder passiert. Und am Schluss sitzt man hier wahrscheinlich so lange so, ja, eine Eruption und dann gehen wir. Und dann, ja komm, eine noch. Das ganze Spektakel an sich ist so, weil ich meine, ich habe bis jetzt immer so Fotos gesehen oder so und denkst so, ja, hey, mega cool. Bist du hier und denkst so, man kann es halt mit nichts vergleichen, vielleicht ist das. Jetzt muss nur ruhig sein. Aber ich finde es so krass, wie es so auf einmal alles ruhig wird. Mich fasziniert der Glow, so dass irgendwie, es ist so nicht so ein helles Leuchten, aber trotzdem irgendwie noch intensiv, aber es ist nicht so hell, aber es ist so wie so ein dunkles Licht. Ja, wie so das Feuer einfach irgendwie. Wenn du in eine Glut rein, du kannst auch ewig bei einem Lagerfeuer in eine Glut reinschauen. Ich glaube, in so eine Richtung geht das und mit dem schwarzen Kontrast hast du auf einmal das Gefühl, wie wenn dich sowas anstarrt, so Herr der Ringe-Style bist. Ganz schön viel Zeit vergangen. Ist auch schon spät. Aber irgendwie kann man stundenlang diesem Vulkan zuschauen. Wenn es nicht ganz so kalt wäre, würden wir wahrscheinlich auch noch stundenlang hier sitzen. Auf jeden Fall wird mir dieses Erlebnis noch lange im Gedächtnis bleiben. Deshalb genieße ich es jetzt noch einmal, dann geht es wieder runter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.